Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Mensch, das fühlt sich ja schon fast komisch an, hier wieder auf Deutsch zu reden. Ja, nach dem englischen Video gestern. Es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Experiment auch so für mich. Und ich muss sagen, ja, ich glaube, ich habe mich relativ okay geschlagen, sag ich mal. Also ich konnte durchgängig, ohne mich ja zu großartig zu verhaspeln oder so, mich durch das Video manövrieren, aber jetzt sind wir natürlich wieder zurück in der gewohnten Sprache und ja, auch hier fallen mir manchmal irgendwelche Worte nicht ein, also von daher ist das gar nicht mal so ein großer Unterschied. Okay, aber ich will in dem heutigen Video mich auf EU27 registrieren und dort schon mal meine Klasse für erstellen. Ja, wir haben ja hier einmal den Krieger, Magier und den Kundschafter und wieder mal wird das ein Server werden, wo wir den Start drauf verleben werden. Allerdings ja nicht allzu lange drauf spielen werden, so, ne? Und genau, ich habe überlegt, okay, was nehme ich? Ich habe ja schon einen Krieger, ich habe einen Magier, deswegen wird für mich auf EU27 es, denke ich mal, der Kundschafter werden, ja? Dorza soll der Name sein und damit gehen wir rein, let's go und haben den Kundi ausgewählt. Hier sehen wir auch schon so ein paar kleine Flaggen, die hier runterhängen. Und das symbolisiert natürlich hier die begrenzte Klassenauswahl. Und falls ihr noch keinen Server bzw. noch keine Gilde für den Server haben solltet, starte ich kurz mal gerade Discord. Da könnt ihr noch sehr gerne ansonsten hier den Channel beitreten. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und hier bei Gilden und Spielersuche könnt ihr dann draufklicken. Und hier könnt ihr dann, ihr seht ja hier schon, dass hier schon Leute Gilden suchen. Deswegen könnt ihr als Spieler sehr gerne euch hier reinschreiben. Oder falls ihr eine Gilde erstellen wollt und ihr sucht Member, so wie Gorgas zum Beispiel hier, könnt ihr das natürlich hier auch reinposten, samt Discord-Server, Gilden-Discord und etc. pp. Deswegen, ja, falls ihr da noch irgendwie auf der Suche seid, schaut euch sehr gerne hier um. Ist immer mit das Wichtigste vor einem Serverstart, dass man da auch dementsprechend die Gilde am Start hat, damit man nicht irgendwie auf dem Trockenen steht, sobald es dann hier losgeht. Also wie gesagt, für mich wird es der Kundi. Ich habe auch schon eine Gilde gefunden, beziehungsweise wurde ich angeschrieben diesmal wieder. Und ja, für mich geht es dieses Mal wieder ganz standardmäßig in eine Streamer-Gilde rein. Ja, ganz easy peasy. Nichts Besonderes, aber freut mich da natürlich auch mal wieder mit den Kollegen zu zocken. Wir hatten ja in letzter Zeit ein bisschen immer, irgendwelche Random-Gilden gesucht, was auch ganz schön ist. Meistens lande ich immer in irgendwelchen Gilden, wo auch andere Streamer oder Creator drin sind. Diesmal ist es wieder so und ja, mal gucken. Wir werden uns einfach überraschen lassen und werden den Server mal so ein bisschen begleiten, zumindest den Start. Wenn wir auf Statistiken schauen, können wir tatsächlich schon Europa 27 auswählen und dort können wir dann schon auch die Klassenauswahl der Leute so ein bisschen begutachten. Ja, wenn wir hier nämlich hier mal auf Analysen gehen, dann sehen wir auch schon, aha, okay, ja, es sind nur 3 Klassen, wer hätte es gedacht. Und es ist tatsächlich auch so gekommen, wie ich mir das ungefähr gedacht habe. Der Magier ist die beliebteste Klasse. Das sieht man auch auf allen anderen Servern, ist der Magier mit Abstand die beliebteste der 3 OG-Klassen. Sie ist sogar einer der beliebtesten Klassen im ganzen Game. Sie hält sich immer auf Platz 3, wenn man alle 12 Klassen mit dazu wählt. Ja, ihr könnt jeden Server durchgehen. EU26 ist der Mage auf Platz 3, EU25 ist der Mage auf Platz 3, ne? Und dann hier unten kommt erst der Kundschafter und dann hier hinten erst der Krieger, ne? Und so weiter und so fort. Da könnt ihr wirklich, ja, auf den meisten Servern ist es so der Fall, dass der Magier auch wirklich sehr, sehr weit oben mitspielt. Deswegen war auch schon meine Vermutung, der Magier wird wahrscheinlich die meistgepickte Klasse werden. Der Kundschafter wird wahrscheinlich die Klasse werden, die wir mit am
meisten in den Top 30 sehen werden. Also zum Serverstart wird wahrscheinlich der Kundschafter sehr weit oben spielen. Und der Krieger ist auch wie sonst auch immer einer der unbeliebtesten Klassen auf dem Server. Aber ich glaube, die hier einen Krieger anfangen, werden wahrscheinlich diejenigen sein, die auch langzeitmäßig sich wahrscheinlich hier auch durchsetzen werden. So, deswegen werden wir das Ganze mal beobachten. Ich bin gespannt, wie die Dynamik dann über die Jahre auf dem Server aussieht. Ich hoffe mal nicht, dass der Server mit normalen Standard-Servern fusioniert wird, weil ansonsten ist natürlich das Prinzip eines OG-Servers hinfällig. Ja, deswegen hoffe ich mal, dass der Server so, wie er bleibt, an sich auch so bestehen bleibt, weil das alles andere würde keinen Sinn machen. So, ne? Deswegen bin ich gespannt, wie sich die Krieger hier auch im Late-Game nachher durchsetzen, wenn die Leute so lange durchhalten. Denn wenn wir hier in die E-Hof schauen, dann sehen wir meistens, gut, jetzt sehen wir gerade sehr viele Magier hier tatsächlich, aber normalerweise ist das Bild ein bisschen anders. Wir haben sehr viele Krieger, die in den Top-Listen beziehungsweise als stärkste Spieler so überhaupt am Start sind. So, ne? Wir haben hier sind zum Beispiel vom Level her relativ viele Krieger am Start. Natürlich ist das auch immer von dem bedingt, ja, wer hat sich für welche Klasse entschieden, wer ist wie lange am Start und so. Ne? Hier sieht es aber auf jeden Fall ein bisschen gemischter aus. Auf jeden Fall, hier haben wir einen Schwung Krieger drinne, ne? Und generell sieht man da halt eben relativ viele Krieger. Aber es ist, muss ich sagen, mittlerweile schon ein ganz guter Mix. Ja, deswegen schauen wir mal, wie es dann halt eben auf EU 27 aussieht. Ne? Nachher später, irgendwann mal, wenn der Server ins Late Game gekommen sein sollte. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, werdet ihr auf EU 27 starten? Habt ihr da Bock drauf? Ich muss sagen, ich finde es eigentlich, es ist ein relativ interessantes Konzept. Tatsächlich. Also ja, ich weiß nicht, wenn ich wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie jeden Tag noch einen zusätzlichen Account irgendwie hätte versorgen müssen, dann hätte man sich schon wirklich überlegen können, ob man da nicht mit einem Kundschafter oder sowas reingeht. Weil mir am Ende des Tages fehlt mir immer noch eine Geschickklasse. Und das ist halt eben so das Ding, warum ich auch so ein bisschen die anderen Server jetzt so in Zukunft getestet habe. Ne? Der Paladin gefällt mir auch, der macht auch Spaß so, ne? Ist halt aber auch wieder so ein Tank. Und ich habe halt schon einen Battle Mage und einen Krieger und Krieger und Paladin sind ja wirklich sehr, 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 sehr ähnlich. So, ne? Ich finde Paladin ist nochmal ein bisschen das Upgrade zum Krieger. Deswegen, das wäre noch ein bisschen geiler. Aber mir fehlt halt eben noch die Geschickklasse, wenn es jetzt danach gehen würde. Und ich hatte ja auch den Assassin gespielt, der mir auch relativ viel Spaß gemacht hatte, jetzt in letzter Zeit auf EU 25. Deswegen, das war auch nicht verkehrt und steht auch immer noch im Raum als nächste zusätzliche Klasse. Ne? Und ich fand halt so die Idee eines OG-Servers, ja, für mich persönlich doch schon relativ ansprechend so, ne? Weil ich komme aus der Zeit, wo es auch damals nur die 3 Klassen gegeben hat. Und von daher ist das ja ein schönes Feeling. Beziehungsweise ist es mal schön zu sehen, wieder die 3 Standardklassen hier oben bei einem Serverstart zu sehen, so wie es auf den alten Servern auch überall aussieht und nicht irgendwie ja, so einen bunten Mix an Klassen. So. Ihr könnt auf jeden Oldschool-Server raufgehen. Da habt ihr nicht so eine Chars oben, weil die halt erst deutlich später kamen. So, ne? Mit W23 kam dann die erste neue Klasse damals, das war dann der Assassine. Aber bis dahin sind natürlich schon etliche Jahre vergangen, wo sich die 3 Standardklassen halt eben etablieren konnten, riesen Aufsprung aufbauen konnten und nicht ohne Grund halt eben auch immer noch die meistgepickte Klassen oder die meistgepickten Klassen overall sind. Wenn man jetzt mal auf Analysen geht und mal ja, alle Klassen mit einbezieht, beziehungsweise alle Server mit einbezieht, nicht die Klassen, sondern Server, Klassen auch, ne, dann sehen wir halt hier, dass Magier mit Abstand wirklich die meistgespielte Klasse im ganzen Game ist. Früher auch schon anscheinend die beliebteste Klasse gewesen ist, gefolgt allerdings dann vom Krieger, ja, und dann kommt erst der Kundschafter. Man muss aber sagen, dass der Kundschafter langsam aber sicher am Krieger vorbeiziehen wird. Das ist eine Tendenz, die hat sich so langsam mit der Zeit aufgebaut. Paladin hat jetzt nochmal so ein bisschen den Rest gegeben. Und den Kundi werden wir, ja, da fehlt nur noch 0,1%. Dann oder 0,01%, dann sind die hier auf gleicher Stufe. Und deswegen
ja, sehe ich den Kundschafter jetzt schon sehr bald vor dem Krieger stehen. Und dann kommt erst hier der Berserker mit 5,08%. Ja, also das, ja, der Bersi hatte zum Serverstart oder als der Release worden ist, auch einen riesen Hype gehabt, ist als an den Assassinen vorbeigezogen, obwohl erst Assassine kam, dann Kampfmagier, dann Berserker. Oder? Erst der Dämonjäger? Nee, ich glaube erst Berserker und dann Dämonjäger, ne? Der ist schon wieder so lange her, ne? Auf jeden Fall, ja, so war das damals gewesen. Und wie ihr sehen könnt, die 3 OG-Klassen natürlich, dadurch, dass sie so lange allein gewesen sind, halt eben auch weiterhin die Klassen, die am meisten gepickt werden, beziehungsweise gepickt worden sind, ne? Nur jetzt nicht mehr auf neuen Servern, da sind halt eben die anderen Klassen, wie man sehen kann, ein wenig beliebter, ne? Obwohl der Magier immer noch sehr, sehr beliebt im Allgemeinen ist. So, ne? Gut, aber das soll es erstmal soweit dazu gewesen sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was auf EU27 passieren wird und wie die Leute da auch reingehen werden. Schauen wir uns das Ganze an. Ne? Wir sind natürlich zum Serverstart auch wieder am Streamen, ne? Und deswegen, genau, soll es das soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.